Zunächst ist der Grundgedanke der sozialistischen Demokratie bis in die Gegenwart, wenn ich über China und andere, bitteschön auch über Kuba denke, die einzige Frage: Man hat eine Volksherrschaft, die kein Berufsparlament besitzt. Und das habe ich ja nun erlebt, wo ich 4,5 Jahre dem Deutschen Bundestag und 5 Jahre dem Europaparlament angehört habe. Da ist die Tätigkeit des Parlamentariers, der gewählt wird, eine berufliche Tätigkeit. Da stimmt das Einkommen in einer Größe, da stimmt die Frage, dass die Partei entscheidet, wie ich auf der Liste eingeordnet bin. Da ist eine klare und eindeutige Situation. Das Volk wird regiert von Menschen, die, wie es heißt, sich selbstbestimmt und unabhängig sind. In der Entwicklung der sozialistischen Demokratie der DDR war völlig klar, es gibt kein Berufsparlament, es gibt ein Parlament, in dem die Abgeordneten gewählt sind, in dem die soziale Zusammensetzung sich des arbeitenden Volkes, der Bauern, der Arbeiter, der Intelligenz wiederfinden und wo die Parteien in ihrer Gemeinsamkeit einen demokratischen Block bilden, aus dem sie dann auch die Wahlen gemeinsam gestalten und durchführen. Ich habe das alles ein bisschen pathetisch gesagt, aber genau so hat es 1950 angefangen. Denn sowohl der Bundestag wie die Volkskammer der DDR entstanden ja aus Vorläufern und nicht aus Wahlen. Wir hatten sogar das Bemühen, als wir eine Form geschaffen haben, dass sogar Vertreter aus dem Westen mit in unserer Überlegung für die Ausarbeitung einer Verfassung mit hineinkommen. Wir wollten ja stark im Osten wie im Westen das Weimarer Gefüge nicht aufgeben. Denn nur dadurch entstanden im Osten wie im Westen Länder. 1949 hatten wir auch auf dem Gebiet der DDR eine Länderkammer, genau wie die Bundesrepublik ja ihre Bundeskammer hat, hatten wir die Länderkammer. Und das war eine Situation, wo bereits 5 Parteien auf dem Gebiet der DDR wirksam und tätig waren. Die erste Runde in den Parteien war durch, denn KPD und SPD hatten sich vereint. Es gab die SED, es gab die liberalen Demokraten und die CDU. Bei den Liberalen und der CDU waren schon die erste Generation an der Spitze in den Westen gegangen. Und dann waren die über die FDJ-Jahre gewachsen waren, wie Göttingen und Gerlach dann schon mit dabei in den 50er Jahren, als Generalsekretäre oder in welcher Form auch immer. Die Bauernpartei war neu entstanden. Neu entstanden war die Nationaldemokratische Partei. Und aus diesem Blockdenken und damit einer gemeinsamen Liste war sozusagen immer dieses Geschehen, dass man mit einbezogen ist. Und es war eben in der Tat auch so, dass die soziale Zusammensetzung der ersten Volkskammern, die gewählt wurden,
sich grundsätzlich vom Westen unterschieden, weil eben der Stahlarbeiter und der Werftarbeiter, die sollten in der Volkskammer sein. Und damit war natürlich auch verbunden, dass die Beratungen spärlicher waren, dass damit die administrative Seite stärker war. Bei Ulbricht kam dann dazu, dass er mit dem Staatsrat auch nicht mehr den Präsidenten als das Staatsoberhaupt behalten wollte, sondern dass damit ein kollektives Führungs- oder demokratisches Organ, das wieder die Volkskammer gewählt hat. Und, das sage ich mit aller Entschiedenheit, was heute Menschen sehr vermissen, es war auch so, dass natürlich Formen gesucht wurden, dass die Nationale Front nicht nur, wie man heute redet und nachsagt, nichts zu sagen hatte. Wenn ich in meiner Hausgemeinschaft 1953 in der Stalinallee Leistungen gemacht habe, die Straße pflegte und den Hinterhof sauber machte, dann kriegten wir von der volkseigenen Wirtschaft, Wohnungswirtschaft, auch einen Beitrag für die Pflege. Und mit der Pflege hatten wir ein Stück Geld in der Kasse unserer Hausgemeinschaft. Und mein erster Besuch in Dresden in der Galerie war mit der Hausgemeinschaft aus der Stalinallee. Dass das natürlich den Menschen nahe war, das kann man heute reden, so viel man will, das war so. Und heute, wo ich noch wieder in der Stalinallee nicht, sondern jetzt in der Karl-Marx-Allee lebe. Und da sind noch in meiner Umgebung Leute, die mich grüßen, die mich kennen, mit denen ich am 1. Mai zur Demonstration gegangen bin, die dann mit einmal sagen, ja, es war damals anders. Wir halfen uns miteinander. Heute ist man sich gleichgültiger. Und das ist für mich dieses Problem. Wie viel steckt in Demokratie, um Volksnähe im Volk selber zu haben? Und nicht, wie viel verdiene ich, wenn ich ein Volksvertreter im Parlament bin? Ich war Ministerpräsident der DDR. Und als Ministerpräsident der DDR habe ich 1/3 von dem gekriegt, was heute ein Bundestagsabgeordneter mit 10.000 € als Diäten und etwa 5.000 € für den Aufwand bekommt. Das Grundproblem zunächst war, die Demokratie in der DDR war kein Markt. Ich konnte auf diesem Gebiet nichts verdienen. Was ich bekam, um es auch im Vergleich zu sagen, bis Honecker an der Spitze war, 500 Mark der DDR im Monat. Und davon kriegte meine Partei, da ich ein gutes Gehalt hatte, die Hälfte der Diäten, die ich als Volkskammerabgeordneter kriegte. Und ich hatte Freifahrt auf der Eisenbahn. Das war der materielle Anreiz für diese Tätigkeit. Aber ich hatte ein Ansehen und einen Zuspruch, wo ich Abgeordneter in Berlin war, vor allem in den 50er Jahren, der Vorsitzende des Jugendausschusses, wo ich Wahlkampf in West-Berlin geführt habe und wo ich ein Jugendgesetz im Sinne für West-Berlin als Angebot ausgearbeitet habe und wo ich in Ost-Berlin mich sehr engagiert habe,
auch Streit mit dem stellvertretenden Oberbürgermeister Waldemar Schmidt bekam, weil wir den Magistrat kritisierten und Waldemar Schmidt, der erste Stellvertreter vom Oberbürgermeister Ebert, zu mir sagte, du hast es einfach, du kannst uns ja ständig kritisieren. Und ich gesagt habe, Waldemar, wenn wir euch nicht kritisieren dürfen, wer soll mich denn dann wählen unter den Jugendlichen? Ich habe doch nichts zu sagen. Ich muss denen sagen können, ich kann was sagen. Ich kann auftreten. Und du kannst ja mit mir mitgehen. Wir machen Versammlungen im Jugendclub, denn die hatten wir ja. Die gab es nach 90 bald nicht mehr. In dieser Form, meine ich, ist ein anderes Kontaktfeld und es gibt keinen Markt dafür. Heute ist Demokratie Markt. In erster Linie Markt. Und Hierarchie innerhalb der Parteien. Die Entwicklung der Demokratie, ich deutete es an, war nicht nur innerhalb der Partei der SED mit ihren ZK-Tagungen. Das Gleiche spielte sich ab innerhalb der Volkskammer. In den Bezirkstagen war es noch offener möglich und auch nötiger, weil wir in den Bezirken ja in der Zusammensetzung der Räte der Bezirke eine starke Vertretung der Parteien hatten. Während auf der Höhe der DDR die Blockparteien immer einen in der Regierung hatten, mehr war es ja nicht. Und die Volkskammer begann genau, wie es im ZK der SED war, keine Beratungen mehr zu führen. Die Macht ging viel stärker in die Regierung und die Volkskammer war nur noch ein Mechanismus, um die Planwirtschaft im Sinne der Demokratie, dass der Jahresplan ein Plan des Volkes ist. Denn er hieß ja Volkswirtschaftsplan. Und den Namen musste er ja nun auch dadurch bekommen, dass der Vertreter des Volkes ihn beschloss. Aber dass ich zu einer Volkskammertagung eingeladen werde, was ja auch wirklich dann Anfang der 80er Jahre geschehen ist, wo ich eine halbe Stunde Tagung habe und dann ist nichts, wo die Ausschüsse der Volkskammer kaum ein Mitreden besitzen, weil es ja kein Plenum gibt, in dem man diskutieren kann. Wir hatten von der Landwirtschaft gesprochen, wo ich der Vorsitzende des Jugendausschusses der Volkskammer war. Das war 1959. Da hatten wir den Landwirtschaftsminister eingeladen und der kam nicht pünktlich. Da habe ich gesagt, jetzt wird Schluss gemacht. Wir tagen erst weiter, wenn der auf dem Stuhl bei uns im Ausschuss sitzt. Dann wurde mitgeteilt, der Minister ist unterwegs, ist nicht in Berlin. Da muss ein erster Stellvertreter kommen. Dann kam der. Wir hatten noch was zu sagen. Und dann kommt eben diese Zeit, wo praktisch das ganze Geschehen mit der Volkskammer diesen Charakter verliert und der Staatsratsvorsitzende mit einem Mal mehr als der Staatsrat selber sich als der mächtige Mann im Lande fühlt. Und das wird auch international akzeptiert. Herr Kohl sprach Erich Honecker als Herr Generalsekretär an und hat sich nicht daran gestoßen, dass er nicht genügend Demokratie bei Honecker saß. Das alles ist nach 90. Das, was jetzt in die Auseinandersetzung getragen wird. Aber in der Phase war mein Verhalten zur Volkskammer, dass ich davon ausging, es ist eine Formalie,
und nicht mehr ein Mitdenken, ein Mittragen, um eine Qualität im Regieren und in der Entwicklung der DDR zu haben.